Also der erste Eindruck war natürlich erstmal schwierig. Ägypten ist sehr korrupt, das heißt, es war sehr schwierig, die Motorräder aus dem Zoll zu kriegen. Wir haben 7 Tage gebraucht und 600 US-Dollar pro Bike zahlen müssen und viele Nerven dagelassen, bis wir die Bikes endlich hatten. 7 Tage hingen die Maschinen im verschlossenen Zollbereich fest und wir wurden gemolken. Also die haben sich eine Gebühr nach der anderen aus den Fingern gezogen, die wir zahlen mussten, um die Mopeds frei zu bekommen. War auch irgendwie alles gesetzeskonform, denn wir haben wirklich für alles, was wir bezahlt haben, eine Quittung bekommen. Wir haben viele Leute gefragt. Wir hatten ja nach 7 Tagen natürlich auch viele Freunde im Logistikbereich und am Flughafen und die haben gesagt, es tut uns leid, es ist halt wirklich so. Wir zahlen den Scheiß auch. Es ist ein gigantischer Aufwand, der jedes Jahr mehr wird, weil Ägypten ja ständig wechselnde Regierungen hat. Und jede neue Regierung erlässt neue Vorschriften in allen Bereichen des Lebens, ohne dass die aber die alten Vorschriften irgendwie streichen. Dann brauchst du auf einmal einen ägyptischen Führerschein, dann brauchst du 2 ägyptische Nummernschilder, dann brauchst du einen Autorisierungsausweis als temporärer Mitarbeiter, damit du den Logistikbereich überhaupt betreten kannst und lauter so ein Kram. Und so ein Ausweis dauert dann gut und gerne mal 4-5 Stunden, also einen langen Vormittag, bevor du überhaupt weitermachen kannst. Weil alle Dokumente auf Arabisch verfasst sind und da keinerlei Englisch, Französisch, Deutsch Übersetzungen verfügbar sind, die machen es notwendig, dass du vor Ort einen Helfer hast. Und der, den wir hatten, der war auch wirklich, manchmal sind diese Fixer, diese Broker, diese Grenzhelfer, wie man sie nennen will, ja auch echt fies. Also die Gebühren und wie die mit dir umgehen. Aber wir haben dem Typen vertraut, der war auch echt nett. Der hat uns dann noch seine Familie und sein Haus gezeigt. Aber selbst der war wirklich gestresst. Der hatte Tränen in den Augen zwischenzeitlich. Der hat sein eigenes Land nicht verstanden. Also der hat gesagt, so schwer wie in diesem Januar, nachdem eben wieder neue Vorschriften Ende des Jahres erlassen worden sind, so schwer war es noch nie. Er muss sich einen neuen Job suchen. Also der war völlig fertig. Also wirklich fertig. Sowas spielt man nicht. Muss man dazu sagen, hat man nur 30 Tage Visum. Das heißt, wir waren 8 Tage oder 9 Tage in Kairo festgesteckt, mehr oder weniger. Und dann hatten wir die Bikes und sind auf die Bikes und sind los. Einfach raus aus der Stadt. Ägypten ist eine Militärdiktatur. Das heißt, der erste Eindruck hat uns eigentlich schon gereicht. Mit der ganzen Korruption und dem Zoll. Und dann mussten wir uns natürlich ein bisschen beeilen, weil wir mussten ja an die südliche Grenze zum Sudan fahren. Wir hatten noch 15 Tage, glaube ich, Zeit nach der Wüstentour, die wir gemacht haben mit unseren Freunden. Und dann musst du halt jeden Tag 300, 400 Kilometer fahren. Es gibt so viele Polizeicheckpoints da. Vor jeder Stadt mindestens 3, Militär, normale Polizei und Touristenpolizei und die halten dich halt an. Und immer haben sie gesagt, 1 Minute, mein Freund, 1 Minute. Und es hat immer 30 Minuten gedauert. Es mag sein, dass es schneller gegangen wäre, wenn wir gezahlt hätten, aber das ist für uns tabu. Also es sei denn, es ist Leib und Leben in Gefahr, haben wir mit Korruption nichts zu tun. Wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, wenn es irgendwie möglich war, an diesen Polizei-Checkpoints entweder sie zu umfahren, bisschen durch die Wüste, oder halt einfach uns hinter dem LKW vorbeizuschmuggeln oder ja, einfach nicht anzuhalten. Das mag sein, dass die sich einreden, dass das aus Sicherheitsgründen erfolgt, aber wir hatten nicht einmal das Gefühl, in Ägypten irgendwie unsicher zu sein. Weil Kriminalität in den arabischen Ländern und in den Militärdiktaturen sowieso eigentlich kaum vorhanden ist, weil die fackeln da nicht lange. Da ist es nicht so, dass du eine Gerichtsverhandlung kriegst, wenn du einen Touristen bestiehlst. Da wirst du auf Ort und Stelle zusammengewamst und wenn du Glück hast, überlebst du das. Also für ein Mobiltelefon oder $100 riskiert da keiner sein Leben. Ich glaube tatsächlich, das ist geschuldet diesem generellen Kontrollwahn, den so eine Militärdiktatur halt hat. Ich meine, die haben tierische Angst vor den Amerikanern, die haben tierische Angst vor den Israelis. Für die sind alle, die irgendwie nicht ägyptisch aussehen, potenzielle Spione. Also wir wären äußerst schlechte Spione, wenn wir welche wären. 1 Minute, mein Freund, 1 Minute. Und es ist niemals 1 Minute, es sind immer 30 Minuten. Und außerdem, ich bin nicht dein Freund. So ging das meistens gut bis zur Grenze Ägypten-Sudan.
Und dann kurz vor der Grenze muss noch ein Checkposten gewesen sein, den wir aber auch wirklich nicht gesehen haben, weil da war 6 Kilometer LKW-Schlange und diese 40-Tonner sind hoch, breit und stehen dicht aneinander, sodass du dazwischen keine Checkposten ausmachen kannst. Vor der Grenze stand 6 Kilometer LKW-Schlange. Und wir dachten schon, ob die Grenze überhaupt auf hat. Und sind dann da vorbeigefahren, langsam, sind in den Seitenweg gefahren und haben ein Foto von dieser Schlange gemacht, was man ja wahrscheinlich auch nicht darf. Fotos machen, das ist so eine Sache in Ägypten. Und dann kurz bevor wir zu den Gebäuden kamen von der Grenze, springen auf einmal aus dieser LKW-Schlange, also zwischen zwei LKWs, zwei Männer vor. Und der Volluniformierte, ich habe erst nicht gewusst, was der da macht, warum der so rumfuchtelt. Der hat das Schulterholster seiner Waffe ausgeklappt, dann hat er die Waffe durchgeladen und dann hat er sich hingehockt und die Waffe nach oben, also wirklich zielgerecht vor sein Gesicht gehalten und der war ready. Der war durchgeladen, der hatte die richtige Position und der Typ machte nicht den Eindruck, als wäre das erste Mal, dass er diese Waffe abfeuert. Und in dem Moment habe ich überlegt, entweder du machst jetzt eine Vollbremsung und hoffst irgendwie auf Milde und darauf, dass der keinen nervösen Finger hat, oder du nietest den voll über den Haufen, dann kann er zumindest die Joanna nicht mehr abschießen. Aber dann kann es sein, dass du eine Zeit lang oder Jahre im ägyptischen Knast sitzt. Also bin ich dann voll in die Eisen gegangen, die Joanna wusste erst gar nicht, was los war. Wir kamen zum Stehen, Gott sei Dank noch 10 Meter vor dem Kerl, sodass der sich nicht zu bedroht gefühlt hat. Und dann hat er rumgebrüllt auf Arabisch, wir haben kein Wort verstanden, aber was er wollte, war klar, wir sollten die Motorräder verlassen, Arme nach oben und der hat wirklich permanent auf uns gezielt und das Ding im Anschlag gehabt. Also, wie gesagt, ein nervöser Finger und das Ganze wäre übel ausgegangen. Und Gott sei Dank konnte sein Kollege ein bisschen Englisch und er hat uns dann gefragt, ob wir Reisepässe haben. Und in dem Moment, wo ich an meinen Tankrucksack greife, um den Reisepass rauszuholen, hat er nochmal gezuckt und ich dachte, oh, jetzt war's das. Jetzt denkt er, ich hole eine Waffe. Dann habe ich gesagt, ganz langsam, Passport, ich hole nur den Passport, Leute. Dann habe ich dem gezeigt, er sehen, okay, Europäer, dann war er schon mal ein bisschen beruhigt. Dann hat er uns gefragt, ja, was macht ihr hier und warum ignoriert ihr unsere Kontrollen? Und dann habe ich gesagt, ey Mann, 2 Hänschen auf der Straße, irgendwo im Nirgendwo, das ist für mich noch keine Kontrolle. Und wenn ihr 2 euch hinter LKWs versteckt, da kann ich auch nichts für. Ja, und dann hat er kurz gefunkt, wahrscheinlich die andere Kontrolle und hat gefragt, wie das war. Hat er irgendwas durchs Funkgerät gesagt, hat eine Antwort gekriegt, hat uns die Pässe wiedergegeben und hat gesagt, ja, willkommen und schönen Tag noch. Das war's. Keine Entschuldigung, warum sie uns angehalten haben, gar nichts. Also ich kann dir gar nicht genau sagen, was in dem Moment in mir vorging. Ich glaube, du hast da so viel Adrenalin in dir. Haben die Hände gezittert. Also die ganzen, ich sag mal so die Woche danach, da hat man schon schlecht geschlafen oder schlecht geträumt. Und Ägypten war ja auch nicht umsonst vor 12, 13 Jahren noch Hauptreiseziel der Europäer. Da kannst du, wo wir waren, einfach 10 Meter rausschwimmen und dann hast du die schönsten Korallenriffe mit Schildkröten und verschiedenstfarbigen Fischen und Korallen und alten Schiffswracks und ja, das ist total geil. Da kann man wochenlang schnorcheln, ohne dass langweilig wird. Die Kultur von den alten Ägyptern ist schon auch der Wahnsinn. Ist beeindruckend. Also, was die vor 4.000, 5.000 Jahren da gebaut haben, das stellt alle Leistung des heutigen Ägyptens leider in den Schatten. Und diese Landschaften von der Wüste, das kann man sich nicht vorstellen. Du fährst über den Hügel und die Wüste sieht von einem Moment zum anderen völlig anders aus. Wenn man das noch nicht gesehen hat, kann man sich das schwer vorstellen, weil Wüste ist ja für einen erstmal eigentlich glatte Fläche, Sand, Sand, Sand. Weiße Wüste, da an der Grenze zu Libyen ist eine einmalige, beeindruckende Landschaft. Die ist wie ein Buch der Weltgeschichte. Du läufst da durch die Wüste und alle 5 Schritte findest du eine versteinerte Wurzel, eine versteinerte Koralle, einen versteinerten Ast, einen versteinerten Fisch. Und dann läufst du ein Stück weiter, dann hast du so große, hügelartige Gebilde und denkst dir, was zur Hölle ist das? Und dann gehst du dichter ran und dann siehst du die Strukturen von alten Wurzeln, die mittlerweile versteinert sind und stellst fest, boah, das war hier alles mal Meer. Ich stehe hier mitten in einem riesigen Mangrovenwald und
500 Kilometer von der Küste entfernt, ne? Unvorstellbar. Das ist auch was, das gibt dir ein Verständnis für die Erde, die dich umgibt, was du so in einem Buch nie bekommen würdest. Die beiden haben wir kennengelernt, beziehungsweise den Kontakt vermittelt bekommen von meinem Opa Wolfgang und meiner Oma Gerlinde. Die beiden sind jetzt beide deutlich über 70 und machen das jedes Jahr immer noch, dass sie sich da in den Flieger setzen und da nach Ägypten tingeln und da mitten in der Wüste irgendwie 3 Monate, ja, ihre Oase erweitern und eben auch die Wüste dort vor Ort erkunden. Wie das oft auf der Reise so ist, also es hat überhaupt keine Rolle gespielt, dass irgendwie fast 3 Generationen zwischen uns liegen. Abends haben wir einfach irgendwo das Zelt aufgebaut und gekocht und gegessen, was getrunken. Das war schon Wahnsinn. Ja, die beiden, wie gesagt, mit über 70 legen ihre Matte auf den Boden und schlafen mitten in der weißen Wüste unterm Sternenhimmel, als wär's nix. Also damit hören die meisten Leute irgendwie mit Mitte 30 auf, weil sie meinen, da bin ich jetzt zu alt zu und kaufen sich dann ein Wohnmobil oder gehen ins Hotel. Das ist für die überhaupt gar keine Frage. Und dann sind wir da 200, 300 Höhenmeter Dünen hochgekraxelt auf allen Vieren, weil der Sand so steil war. Das haben die knallhart alles durchgezogen. Der Atem war ein bisschen kurz am Gipfel und die Beine haben wehgetan, aber denen kannst du nicht erzählen, hier, ihr seid alt, wollt ihr nicht mal vernünftig werden. Die sind beide irgendwie so kindlich geblieben in ihrem Innern und so verspielt und geistig so jung, dass sie auch körperlich topfit sind. Also die machen sich keinen Stress, die lassen sich nicht einreden, was sie nicht mehr können, sondern machen einfach. Und das ist faszinierend zu sehen, was das für einen Effekt hat. Nicht gealtert. Das ist total klasse. Ja, also wenn ich in dem Alter noch durch die ägyptische Wüste rennen kann, dann ist alles in Ordnung.